Tartu. Wer oder was ist eigentlich Tartu? Kannte ich vorher nicht. Stellt sich heraus, Europas Kulturhauptstadt 2024. Willkommen beim Ostsee-Report. Terre, hallo aus Estland. Was ist überhaupt eine Kulturhauptstadt? Und vor allem natürlich, was ist Tartu für eine Stadt? Das wollen wir herausfinden, nachdem ich hier irgendwie wieder runtergekommen bin. Knapp 100.000 Menschen leben in der zweitgrößten Stadt Estlands, also gar nicht mal so viele. Und die beschreiben ihre Heimat so. Tartu. I think that would be Kodu. This is home. Should be something with freedom. Onion. Small, cozy city. In Tartu kommt der Frühling später als bei uns. Das Eis treibt den Emma-Jogi herunter, der Fluss, an dessen Ufern die älteste Stadt des Baltikums gewachsen ist. Die Menschen sind jung. Jeder Siebte hier ist Student oder Studentin. Und viele Wände sind bunt. Tartu liegt im Südosten Estlands. Die Hauptstadt Tallinn sei das Zentrum für Politik und Wirtschaft, erzählen mir die Esten. Das geistige Zentrum aber liege in Tartu. In einem Viertel aus alten Holzhäusern besuche ich eine Straßenkünstlerin, die ein Phantom und eine Berühmtheit zugleich ist. Sie veranstaltet das größte Street Art Festival des Landes, Stensibility. Aber ihre eigenen Werke veröffentlicht sie geheim unter 4 Pseudonymen. Hello. Hi, Stella. Yes. Nice to meet you. Thank you. Tartu wird kleine hölzerne Stadt genannt. Ich mag es, in einem 100 Jahre alten Haus zu leben. Es hat Charakter, aber auch ein undichtes Dach. So sieht es aus, wenn man 15 Jahre lang ein Festival organisiert. Aus Resten suchen wir Material für einen Sticker zusammen. Auch die gehören zur Straßenkunst. Ist Tartu eine Stadt, die Street Art unterstützt? Definitiv. Sie unterstützt sie nicht nur. Street Art hat hier eine freie Hand. That grows organically without controlling it. Dafür hat Sirla der Street Art Regeln gegeben. What's the Street Art Manifesto? Street Art Manifesto. The idea of illegal street art is Illegale Street Art soll die Umgebung verbessern, nicht zerstören. Die Straßen gehören allen, jeder soll sich um sie kümmern. Und so wie man keinen Müll auf die Straße wirft, bringen wir Dinge nur an, wenn wir das Gefühl haben, sie bereichern die Umgebung. You can do a stencil on a wall if you feel that it gives something to the environment. Wir nennen Tartu die Street Art Hauptstadt Estlands. Ich bin sehr stolz, das sagen zu können. In Tallinn, Helsinki oder Riga gibt es eine Null-Toleranz-Regel. Die Dinge werden übermalt, weil es gegen das Gesetz ist. Ich will einen Sticker mit 2 Wörtern machen. Dafür muss ich eine Schablone erstellen. Street Art ist vielfältig. Graffiti, Skulpturen, Sticker oder Stencil, also Bilder mit Hilfe von Schablonen gesprüht, wie hier, bei des Kaisers neue Kleider. Der Künstler hat 2 Stencil gleichzeitig gemacht, in Tallinn und in Tartu. Den in Tartu gibt es noch, der in Tallinn wurde nach 2 Tagen übermalt. Tada! Es ist leichter, die Sprühfarbe zu kontrollinnen, wenn du Linie für Linie sprühst, anstatt die ganze Zeit drauf zu drücken. Okay. Dann wird es zu viel flüssige Farbe.
Yep. Yes. Okay. Sagen wir es so. Es hilft mir, dass Sirla auch nicht ganz so perfekte Kunst mag. Jetzt braucht der Sticker noch einen Platz. Sirlas Festival Stensibility bringt im Sommer 15 Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt nach Tartu. Die Stadt stellt Flächen zur Verfügung, um Straßen und Wände Schritt für Schritt immer bunter zu machen. Und dank Sirla zeigt die Kulturhauptstadt die größte Stickerausstellung Europas auf den Straßen. Hier. Das ist der Stickerbus. Da ist der Stickerbus. 25.000 Sticker hat Sirla bekommen. Mit 20 Helferinnen und Helfern haben sie im vergangenen Jahr erst die rechte Seite beklebt und im Januar dann auch die linke. Als Schutz vor Schmutz und der Waschanlage klebt eine durchsichtige Folie über den Stickern. Ich glaube, dass es gut ist, Menschen Kunst zu zeigen, die sich selbst gar nicht als Kunstinteressierte bezeichnen. Man braucht keine spezielle Bildung, um Kunst zu verstehen. Wie bei dem Stickerbus zum Beispiel. Leute benutzen ihn, um zur Arbeit zu fahren und gucken sich dabei die Ausstellung an, ob sie wollen oder nicht. Es wird Teil ihres normalen Alltags. Der Linienbus Nummer 25 rollt das ganze Jahr über, von morgens bis abends durch die Stadt. Die Sticker sind cool, viele verschiedene und interessant anzugucken. Einige sind richtig clever und machen Spaß. Mögen Sie es, mit dem Stickerbus zu fahren? Kas teile meeldib kleebisbussiga sõida? Ja, yes. Welcher gefällt Ihnen am besten? Kumb sulle kõige rohkem meeldib? Kõik. Alles zusammen? Kõik koos. Ja. Mit dem Stickerbus hat Sirla 374 Street Artists auf Tartus Straßen gebracht. Ganz im Sinne der Kulturhauptstadt-Idee, sich besser kennenzulernen. Das Programm soll die Gemeinsamkeiten und die Vielfalt Europas zeigen. Seit 1985 werden jedes Jahr Kulturhauptstädte ernannt. West-Berlin 1988, Vilnius 2009, Aarhus 2017, 71 Stück hat es seitdem gegeben. Oftmals sogar mehrere pro Jahr. Tartus Straßenkunst findet sich auch hier, an einem Gebäude, das mal dem KGB gehört hat. Heute ist es das Haus der Literatur, denn an der kommt man in Tartu nicht vorbei. Die UNESCO hat sie als Stadt der Literatur ausgezeichnet. Und wir sind mit einem Vorsitzenden des estnischen Schriftstellerverbandes verabredet. Presidency of European Union when literature or written word is important for Estonia. Literatur ist so wichtig für Estland. Es ist ein großer Teil unserer Identität und eigenen Sprache. Und Tartu bildet das Zentrum unserer Identitätsfindung. Und warum ist Tartu dabei so bedeutend? Größtenteils, weil es seit langem eine Universitätsstadt ist. Von hier aus haben wir immer Verbindungen in andere Länder gepflegt. Es ist seit langem ein intellektuelles Zentrum. Berg hat auch das Programm der Kulturhauptstadt mitgestaltet.
Vieles, was hier im Programm passiert, hat im Schreiben angefangen, in der Imagination, im Gedankenspiel. Lasst uns nicht einfach Fiktion schreiben, sondern die Vision einer Stadt kreieren, die dann Realität werden kann, durch verschiedene kulturelle Projekte. Das übergreifende Thema, Arts of Survival, Künste des Überlebens, ist sein Vorschlag für die Kulturhauptstadt gewesen. Und wo könnte man solche Überlebenskünste besser gebrauchen als in einem KGB-Keller? Deswegen gibt es jetzt hier eine Bar und oben einen Raum für Lesungen und einen Plattenladen. Berg will, dass sich im Haus der Literatur jeder zu Hause fühlen kann, dass Jung und Alt, unterschiedliche Interessen und Meinungen zusammenkommen können. Die Zellen waren weiter die Straße runter. Hier haben sie archiviert, aber auch Menschen verhört. Und jetzt gibt's hier Kultur. Ja, wir betreiben Exorzismus. Und das geht laut Berg am besten mit dieser Musik. Die Spione sind gegangen. In Tartu hat sich ein freieres Leben breit gemacht. Sirla zeigt mir ein Kunstwerk, das bei ihrem Festival entstanden ist. War es schwierig, die Bewohner von dieser Idee zu überzeugen? Ja. Beim ersten Treffen wollten sie etwas Kleines, Einfarbiges. Ich habe sie überredet, doch etwas Buntes zu nehmen. Der Winter ist sehr grau in Estland und am Ende hat es ihnen sehr gefallen. Das ist mir am wichtigsten. 10 Tage hat eine argentinische Künstlerin daran gemalt. Als sie immer wieder eine Frau mit ihrer Katze spazieren gehen sah, nahm sie sie ins Gemälde auf. Genau wie ein Mann mit seinem Dackel. Das sind alles Menschen, die in diesem Haus leben. Das mag ich so an Street Art, dass sie so auf die Umgebung eingehen kann. Here we have a sticker library or a little box where you can. Hier ist eine Stickerbox. Okay, das ist keiner. Aber hier kann man Sticker tauschen. Ich leg mal welche vom Festival rein, dann kann sich jemand mitnehmen. Okay. So teilt ihr also eure Kunst. Ja, Sticker zu tauschen ist ein wichtiger Teil der Stickerkultur, so wie man es früher schon in der 1. Klasse gemacht hat. Jetzt tauschen wir unsere eigene Kunst mit anderen. Und Tartu zeigt auch die Zukunft von Street Art. Mein Bruder hat eine Möglichkeit entwickelt, Wände zu bedrucken, statt zu bemalen. Das ist das erste Gemälde von seinem Roboter, der vom Dach runterhängt. Es ist wirklich historisch, weil es der erste große Versuch war. Um die Ecke sieht man, wie sich die Technik in 6 Jahren weiterentwickelt hat. Hier ist das letzte Gemälde des gleichen Roboters. Das Bild symbolisiert das Motto der Kulturhauptstadt. Eine Katze, die immer wieder auf ihren Füßen landet. Ihre Kunst zu überleben. In der Street Art ist es noch neu zu drucken. Aber andere Künstler machen das schon lange. Sticker drucken wir ja meistens auch. Die Technik wird das Malen nicht ersetzen, sondern die Palette erweitern.
Das Kulturhauptstadtprogramm ist vielfältig. Theater und Klassik gehören dazu, genauso wie Stadtgärtnern und Reparieren. Oder auch Stand-up-Comedy, in der mentale Belastungen verarbeitet werden. Stichwort Überlebenskünste. Meiega on kõik, et ma enam sind ei näeks. Situ pihku loh. Võite julgelt kasutada, kui vajadus tekib. Nur etwa 1 Million Menschen haben Estnisch als Muttersprache. Und so viele Gemeinsamkeiten die baltischen Länder auch haben. In der Sprache unterscheidet sich Estland von Lettland und Litauen. Estnisch ist nicht indogermanisch, sondern gehört zu den finno-ugrischen Sprachen, ist also mit dem Finnischen verwandt. Mis oleks, kui kõik mehed käiksid psühholoogi juures? Meie ei peaks siis ju käima. Aitäh. Über 1000 Veranstaltungen finden 2024 in Tartu statt. Nicht alles ist explizit für das Jahr als Kulturhauptstadt organisiert worden. Kultur gibt es ja immer. Aber dieses Jahr sind es mehr Veranstaltungen, die mehr Aufmerksamkeit bekommen. Sowohl von den Menschen, die hier leben, als auch von uns, den Nachbarn in Europa. Engen Austausch mit anderen Ländern hat es immer gegeben. Vergangenes Leben untersuchen Sie in der Archäologie. Ich versuche herauszufinden, was es ist. Deswegen entferne ich die Erde. Hier ist ein Knochen und hier ist Leder. Christel hat einen Fuß vor sich. I'm Estonian. I want to know history of Estonia. But it doesn't mean that I am not interested. Ich bin Estin, deswegen will ich die estnische Geschichte kennen. Die anderen Länder interessieren mich auch, aber natürlich ist mir die Geschichte meines eigenen Landes näher. Obwohl ich zum Beispiel auch Verwandte aus Russland habe. Vielleicht kann ich so meinen Kindern etwas erzählen, was noch nicht in den Schulbüchern steht. What is not written maybe in the school books. Und Christina untersucht, was die Estinnen und Esten im 13. Jahrhundert in ihren Kochtöpfen zubereitet haben. Wenn ich zum Beispiel Hirse nachweisen würde, wäre das interessant für Estland, weil wir noch keine archäologischen Hirsefunde aus dieser Zeit haben. Die Geschichte der estnischen Bevölkerung ist oft noch nicht gut dokumentiert. Das Land ist meist Teil größerer anderer Reiche gewesen. Auch als diese Uni gegründet wurde, 1632, unter dem schwedischen König Gustav II. Adolf. Die Universität Tartu zählt zu den ältesten in Nordeuropa und hat schon immer viele Lehrkräfte und Studierende die Stadt gezogen. Sie ist die renommierteste Uni des Landes und hat weltweit einen guten Ruf. Inside the leather there is some kind of decoration. Um das Leder herum ist eine Art Metalldekoration. Eventuell sind das noch unbekannte Schuhe. Vielleicht lege ich gerade etwas Einzigartiges frei. Vielleicht aber auch nicht. Or maybe not. Einige von Christels und Christinas Fundstücken sind im Estnischen Nationalmuseum zu sehen. Das nicht in Tallinn, sondern in Tartu steht.
Als das Eis schmilzt, vor ungefähr 11.000 Jahren, beginnen Menschen, das Gebiet Estlands zu besiedeln. Es sind eher kleinere Verbünde und Dörfer, geprägt von Familienstämmen. Sie leben meist bäuerlich und ohne große nationale Strukturen. Aber die Esten verlieren ihre Unabhängigkeit und werden ab dem Mittelalter immer wieder von fremden Mächten dominiert. Ihre Bevölkerungszahl ist gering und das macht sie zu einem leichten Spielball. Zunächst sind es Dänen und Deutsche, die ihre Siedlungsgebiete ins Baltikum erweitern. Geistliche Ritter unterwerfen in Kreuzzügen estnische Bauern und missionieren sie. Sie bauen Kirchen, Gutshöfe und gründen Handelsstädte. Auch Tartu ist eine ehemalige Hansestadt. Später sind es Polen, dann Schweden, dann Russen, die Estland besetzen. 1918 finden im ganzen Baltikum Unabhängigkeitsbewegungen statt. Und 2 Jahre später sichert Sowjetrussland hier in Tartu Estland Unabhängigkeit auf alle Zeiten zu. Aber die unendlichen Zeiten enden dann doch schon nach wenigen Jahren. Im Zweiten Weltkrieg sind es erst die Sowjets, schließlich die Nazis und dann wieder die Sowjets, die Estland für die nächsten Jahrzehnte besetzen. 1989 gehen die Balten zu Hunderttausenden auf die Straße. Sie formen eine gewaltige Menschenkette, 600 Kilometer lang, von Tallinn nach Riga nach Vilnius und wollen in die Unabhängigkeit. Seit 1991 haben die Esten sie wieder. 33 Jahre ist das her. So lange waren die Esten noch nie frei. Sa ütlesid, et rohelist on puudu. Kas me räägime rohelist? This is the biggest net we are doing now. This net is done for. Das ist das größte Netz, das wir gerade machen. Es ist für den Bus auf diesem Foto, der weiße da. Von dem aus werden Drohnen gesteuert. Im Keller der Universität ist das Thema der Kulturhauptstadt weniger künstlerisch, sondern brutal real. Es geht allein ums Überleben. Die Esten und Balten gehören zu den größten Unterstützern der Ukraine im Krieg. Seit wann hilfst du hier? Christel und ich haben es gestartet. Ende März sind es jetzt 2 Jahre. Jeden Mittwoch treffen sich Freiwillige, um Tarnnetze zu knüpfen. Die Organisatorin Christel und Christina, die 2 aus der Archäologie, haben sich selbst fortgebildet, haben Farbpaletten für bestimmte Einsatzorte bekommen, haben Sammelboxen für Stoffe an der Uni aufgestellt oder sammeln Kleidung in Second-Hand-Läden. Auch Tina, Historikerin für baltisch-deutsche Geschichte, verwebt die gespendeten Stoffe. Mit Netzen, das dürfen mehrere Farben sein, aber hier, wir wissen, dass wir müssen nur solche 3 Farben auswählen, weil Natur ist eigentlich nicht so bunt und es darf nicht zu schwer sein. Also das ist auch sehr wichtig, das darf nicht mehr Gewicht haben, als wir haben irgendwelche Instruktionen, wie viel das sein darf. Ja, 200 Gramm? Ja, 200 Gramm, nicht mehr. Also, ja, aber 120 ist die beste. Also, wenn es nass wird oder so, dann ist es auch zu schwer. Und dieser Helm ist eigentlich auch schon schwer. Also deswegen, es wird probieren. Es ist eigentlich gar nicht leicht. Krass. Ja. Kann man sich vorstellen, wenn es alles nass ist, die müssen auch richtiges Material sein. Ich finde es seltsam, das zu denken. Aber diese Netze sollen mal Körper vor Kugeln bewahren. Meine Freundin kommt aus der Ukraine. Ihre Familie ist noch da und nah dran am Krieg.
Das hier fühlt sich wichtig an, etwas zu tun, das vielleicht tatsächlich irgendwo einen Unterschied machen wird. Geld zu spenden ist auch wichtig, aber etwas mit den eigenen Händen zu machen, fühlt sich effektiver an. Früher dachte man, dass solche altmodische Kriege sind schon irgendwie vorbei. Wenn es wieder Krieg wird, sondern das ist so irgendwie hochtechnologisch und solche Sachen sind schon wirklich eine Geschichte. Und jetzt kommt heraus, dass man immer noch solche ganz einfache Sachen braucht. Größe und Farben der Netze müssen noch einmal gecheckt werden. Wir haben immer noch Großeltern und Eltern, die gelitten haben durch die Russen, also im Kriegszeit und so. Also es ist nicht so weit weg. Wir fühlen ganz stark, dass es eigentlich auch für uns geht. Also das ist auch unser Krieg. Wir sind alle Nachbarn von Russland und wir haben eine lange Geschichte mit Russland als Nachbarland und als Eroberer auch. Und wir wissen sehr genau, dass wir sind auch in Gefahr. Tarnnetze für mehrere Helme und 2 große Flächen sind heute fertig geworden. Auch die 8 × 11 Meter für den Drohnenbus. Die Vergangenheit ist oft noch Gegenwart. Das merkt man in Tartu immer wieder. Aber sie wird auch transformiert, wie hier auf dem Gelände einer alten Fabrik aus Sowjetzeiten, wo jetzt ein Kulturzentrum entstanden ist. In einem Buchladen treffe ich Kirill. Wenn mich Leute fragen, ob ich ein echter Este bin, dann erzähle ich, dass meine Eltern und alle meine Vorfahren seit dem 17. Jahrhundert hier leben. Sie wollten in ihrer Religion und in ihren Traditionen freier sein. Folgt man dem Emma-Yogi ostwärts, kommt man zum Peipussee. Hier ist Kirill unter sogenannten Altgläubigen, Religionsflüchtlingen aus Russland, aufgewachsen. Er selbst ist nicht gläubig, aber von den Werten geprägt. Wenn zum Beispiel jemand meinen Vater oder mich um Hilfe bittet, helfen wir. Wir fragen nie nach Geld, selbst wenn es keine Freunde sind, sondern einfach Leute aus unserem Dorf. Wir helfen uns. Vor einem Jahr ist Kirill in die Stadt gezogen, hat seine kleine Dorfschule verlassen, um seinen Abschluss zu machen und zu studieren. Ich will noch viel mehr von der Welt sehen und alles Mögliche lernen. Deswegen werde ich erstmal nicht zurückziehen, aber irgendwann vielleicht. Denn es gibt einen Spruch bei uns: Der Ort, wo ein Mensch geboren ist, ist der einzige Ort, wo er gebraucht wird. Vielleicht werde ich deswegen nur dort wirklich gebraucht, irgendwann in meinem Leben. Maybe I would really be needed only there at some point of my life. Der Peipussee ist der 5. größte See in Europa, 7-mal größer als der Bodensee. Er bildet einen Teil der Grenze zwischen Estland und Russland. Zum Programm der Kulturhauptstadt gehört, dass nicht nur Tartu, sondern der ganze Südosten Estlands im Fokus stehen soll. Am Ufer des Peipussees liegt die Zwiebelstraße.
So binden wir die Zwiebeln hier zusammen. Schneide dir welche ab und lass uns anfangen zu schälen. Herrling liebt Zwiebelkuchen und zeigt mir, wie der geht. Diese ganze Gegend, so 300, 400 Meter vom Ufer entfernt, war vor 1000 Jahren noch unter Wasser. Deswegen sind hier viele Nährstoffe in der Erde und Zwiebeln wachsen hier richtig gut. So wurden sie für viele Jahrzehnte zum Hauptnahrungsmittel. Locals started growing onions, and it was main source of living for them for decades. All Estonians know that the best. Alle Estinnen und Esten wissen, dass die besten Zwiebeln von hier kommen. Guck mal, gerade ist März und trotzdem ist die Zwiebel immer noch hart. Ja, und saftig. Den Boden hat Herrling vorgebacken, damit er knackiger ist. Obendrauf kommen 6 geschnittene Zwiebeln in Butter angeschwitzt, mit Schmand und 2 Eiern vermengt, mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Als letztes kommt Käse auf den Zwiebelkuchen. Die Zwiebeln schneidet Herrling ganz fein. So vermengen sich die Geschmäcker besser. You are doing so good. Yeah, thank you. Um die Zwiebeln zu karamellisieren, schwitzen wir sie 5 bis 6 Minuten bei mittlerer Hitze an. Es ist das erste Mal, dass ich Zwiebelkuchen esse. Und das, wovor ich Sorge hatte, hat sich übrigens nicht bestätigt. Jetzt Schmand und die 2 Eier. Die meisten nehmen Hühnereier, aber ich habe Gänse im Garten, deswegen nehmen wir welche von denen. Harder. Yeah, harder. It's much harder. Usually you know how strong you have to do it. So, let's check this. Very good. Für den Boden nimmt Herrling 1 cup of flour. Einen Becher voll Mehl, 70 Gramm Wasser, 3 Löffel Schmand und ein bisschen Salz. Ich bin eine Käseliebhaberin, deswegen je mehr, desto besser. Und du kannst alle möglichen Käsesorten nehmen. Blauschimmel oder andere starke Sorten, genau wie diesen milden Käse, der auch gut passt. Rein in den Ofen bei 200 Grad, bis der Käse leicht knusprig ist, nach etwa 20 Minuten. Zeit für Herrlings Samoware. 236 Stück hat sie aus aller Welt. Aus denen gibt's estnischen schwarzen Tee zum Zwiebelkuchen. Durch den härteren Boden kann man den Zwiebelkuchen wie eine Pizza essen. Ich mag, dass es gleichzeitig süß und salzig ist. Und knusprig. Und mit Käse. Den Rest vom Zwiebelkuchen essen wir im Team. Und Herrling erzählt, welches Wort die Gegend am Peipussee für sie am besten beschreibt. Das Wort ist Zwiebel, weil die haben viele Schichten, genau wie diese Gegend. Unterschiedliche Kulturen, Aktivitäten, Menschen. Deswegen sind wir die Zwiebelstraße, nicht nur, weil wir Zwiebeln anbauen, sondern weil wir so viele Schichten haben. Eine dieser Aktivitäten: Rauchsaunen, die die Esten seit vielen Jahrhunderten besuchen, lange bevor es Schornsteine gab. Wahur ist um 4 Uhr morgens aufgestanden, um diese anzufeuern. Jetzt brennt der Ofen seit 6 Stunden und er legt noch einmal nach. Es sind die letzten Holzscheite für den Tag. Wenn die Steine richtig heiß sind, dann kann man die Sauna 4 Stunden lang benutzen.
Vorher will er aber noch einmal rein und den Ruß von den Bänken wischen. Estonians said if you go into black sauna. Wir Esten sagen, wenn wir in eine schwarze Rauchsauna gehen und nicht schmutzig werden, dann werden wir gute Gedanken haben. Aber wenn wir uns mit dem Ruß schmutzig machen, werden auch unsere Gedanken schlecht. In etwa 1,5 Stunden kommen die ersten Gäste. Es ist Zwiebelstraßen-Saunafest am Peipussee. 40 Teams aus ganz Estland haben sich angemeldet, um an einem Tag Saunen an 15 Standorten zu besuchen. Wer es schafft, bekommt einen kleinen Preis. Vor allem aber geht es natürlich um Spaß. Und den hat Herrling organisiert. Wir haben ein paar Saunas hier bei uns. Deswegen kamen wir auf die Idee, ein Festival im Dorf zu machen. Das Vania Sauna Festival. Später wollten andere mit ihren Saunas auch mitmachen, aber die stehen nicht in unserem Dorf. So ist das Event größer geworden und jetzt ist es das Zwiebelstraßen Sauna Festival. So this is how the event got bigger and now it's Onion Road Sauna Festival. Fünf bis 6 unterschiedliche Events organisiert Herrling im Jahr. Ihre Kunst, um auf dem abgelegenen Land zu überleben. Und auch die Hitze der Sauna selbst hilft den Esten seit eh und je durch die kalte Zeit. Zurück bei der Rauchsauna. Von den anfänglich 90 Grad sind jetzt noch etwa 60 über. Seit 91 Jahren steht die Rauchsauna hier und war mit ein Grund, warum Wahur und seine Frau Xenia sich dafür entschieden haben, aus der Stadt an den Peipussee zu ziehen. Während des Saunafestes verkauft ihre Bekannte Natalia Selbstgebackenes. Alles ausverkauft. Leute aus ganz Estland kaufen von ihr. Auch Brötchen, natürlich mit Zwiebeln gefüllt. No, she is very famous here. Ihre Mutter und ihre Oma haben schon so gebacken. Es ist ein Rezept der Altgläubigen. Viele Häuser am Peipussee hatten lange kein fließendes Wasser. So wurde die Sauna zu einem Raum der Reinigung. Für die Altgläubigen stellt das sogar eine Verbindung zu Gott her. У нас очень, если идут все женщины, да, в баню, все вместе, у нас там очень долго сидят, разговаривают, моются, там тут же и детей моют, могут, потом вечером кто-то стирается, ну, это как бы вот такой процесс. Die Sauna hat eine große Bedeutung. Wenn die Frauen reingehen, sitzen sie viele Stunden zusammen. Im Vorraum waschen sie die Kinder und die Kleidung und reden über das Leben. They speak about living, about everything. Beim Saunafest geht es natürlich um Spaß. Aber einige Esten sagen, die normalerweise stundenlang offenen Gespräche in einer Rauchsauna transformieren einen. Es gäbe immer einen Teil, der stirbt und einen, der wiedergeboren wird. Die rußige Sauna ist für Xenia und Wahur nicht spirituell, aber dennoch rituell. Look at this smoke. Estonians are sauna people. Esten sind Saunamenschen seit vielen Jahrhunderten. Es geht nicht nur darum, sich zu reinigen, sondern auch darum, wieder zu Kräften zu kommen.
Wir arbeiten die ganze Woche. Die Sauna am Samstag tut den Knochen gut, den Emotionen. Dein Kopf und deine Seele erholen sich hier. Und danach schläft man viel besser. And you will sleep very better, yes. After and it's true, yes, it's true. Wir kehren noch einmal zurück nach Tartu. Der Stickerbus hatte einen Unfall. Nichts Schlimmes, aber 2 Scheiben mussten ausgetauscht und jetzt neu beklebt werden. 15 Grad müssen es für den Kleber mindestens sein. Der Bus quetscht sich in eine Lagerhalle. Von den 25.000 eingesendeten Stickern hat Sirla noch welche über. Wir haben einen öffentlichen Aufruf gemacht und alle eingeladen, teilzunehmen. Wir haben schon mehrere Sticker-Ausstellungen gemacht, wodurch das Netzwerk der Künstlerinnen und Künstler immer größer wird. Die Sticker kommen aus 33 Ländern und wir haben Boxen aufgestellt, um Sticker in Tallinn und Tartu zu sammeln. Viele kommen also auch aus Estland. Ich mag es, unterschiedliche Kunstprojekte umzusetzen und etwas zu machen, was noch keiner gemacht hat. Aber gleichzeitig muss ich auch überleben. Ich mag meinen Lebensstil, aber wenn man ein gesichertes Leben haben möchte, sollte man keine freie Künstlerin sein. Freelance artist. So blöd der Unfall auch ist. Ja, tada! Für mich ist es eine Gelegenheit, meinen Sticker auf Tartus Straßen zu lassen. Unsere Street-Art-Regeln erlauben es, allen mitzumachen. Es gibt keine Kuratoren oder Organisationen, die sagen, du darfst eine Künstlerin sein und du nicht. Das bedeutet Freiheit für mich, dass du machen darfst, was du machen möchtest. Kunst und Kultur sind in Tartu eher kleiner, alltäglicher, aber dadurch auch nahbar. Tartu, das ist Sein statt Schein. Das war's aus Europas Kulturhauptstadt Tartu. Jetzt im Frühling geht's hier erst richtig los. Also wenn Sie neugierig geworden sind, dann kommen jetzt die wirklich guten Monate.